Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Anne Gellinek. Guten Abend. Kiffen für alle. Die Legalisierung von Cannabis. Das war eins der Versprechen, die die selbsternannte Fortschrittskoalition, also die jetzige Bundesregierung, 2021 gegeben hat. Freier Rausch für freie Bürger. Ein Anliegen besonders von FDP und Grünen. Der Gesetzesentwurf, den die Regierung heute zur weiteren Beratung an den Bundestag schickte, kommt ein bisschen bescheidener daher. 25 Gramm Cannabis für den Eigenbedarf sollen danach künftig erlaubt sein. Genauso wie der private Anbau von 3 weiblichen Pflanzen oder die organisierte Zucht in einem Cannabis Social Club, was cooler klingt als Verein. Die Umsetzung bleibt kompliziert und ist höchst umstritten. Dominik Müller-Roussel berichtet. Vereinssitzung des Cannabis-Clubs Kleve am Niederrhein. Auf der Tagesordnung natürlich ganz oben die Legalisierung und was Sie jetzt tun müssen, um loslegen zu dürfen. Einen Jugendschutzbeauftragten haben Sie schon ernannt, auch ein Gewächshaus haben Sie entworfen. Als knifflig erweist sich noch die Standortsuche für Ihren Verein, 200 Meter von jeder Schule, jedem Spielplatz entfernt. Lehrer und Unternehmer sind in Ihren Reihen, auch ein Polizist möchte Mitglied werden. Das Gesetz für Sie die große Chance, endlich aus der Illegalität, aus der Schmuddelecke herauszukommen. Wenn die Vereine das schaffen, durch den verantwortungsvollen Umgang mit dem Gesetz zu zeigen, dass Cannabis wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kommt und nicht aus der Randgruppe, das wäre was, da würde ich persönlich sagen, das wäre ein Erfolg. Und das ist auch was, worauf ich mich freue, weil ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, wie viel Cannabis tatsächlich jetzt schon konsumiert wird in Deutschland. Ein Ende des Schwarzmarkts, stattdessen Milliardengeschäfte wittert die Industrie. Cannabis soll künftig auch einfacher von Ärzten verschrieben werden können und langfristig womöglich in Fachgeschäften zu kaufen sein, erwartet etwa der Großhändler Canna Medical aus Köln. Sie stocken schon mal ihre Vorräte auf für den grünen Goldrausch. Es gibt keine vergleichbaren Märkte, die eine ähnliche Wachstumsraten in den kommenden Jahren haben. Man darf eben nicht vergessen, das ist äquivalent zu dem Ende der Alkoholprohibition. Es geht also eine komplett neue Phase in diesem noch sehr jungen Markt auf. Und die Wachstumsraten sind einfach phänomenal. Die Teillegalisierung soll nicht zu mehr Konsum führen, vor allem nicht bei Kindern und Jugendlichen. Im Gegenteil, eine Aufklärungskampagne startet der Bundesgesundheitsminister heute parallel und verteidigt den Entwurf. Das gesamte Thema wird enttabuisiert. Und die Tatsache, dass jetzt zum Beispiel über diese Schäden viel gesprochen wird, wirkt ja schon. Die Debatte findet schon statt. Daher finde ich auch die Diskussion um das Gesetz, die ja kontrovers ist, nicht schwierig, sondern hilfreich. Aus Entgiftungsstationen, aus Psychiatrien und von Kinder- und Jugendmedizinern kommt Kritik. Und auch von Cannabis-Süchtigen. Mit 12 Jahren fing er an zu kiffen. Zuletzt waren es 15 bis 20 Joints am Tag. Anfänglich war es dann, dass ich alle paar Wochen, Wochenende mal ein paar Joints geraucht hatte oder mal ein paar Wasserpfeifen durchgezogen hatte. Und dann wurden die Abstände immer kürzer und mit der Zeit merkt man dann, man braucht es halt eben, um den Tag zu starten. Ja, es beherrscht dann einen total. Es werden mehr Menschen rauchen, auch Jugendliche, davon gehen sie hier aus. Und deshalb werden auch mehr Menschen Probleme bekommen, gerade die Jungen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen sei. Häufig leiden Menschen, die regelmäßig Cannabis nehmen, auch darunter, dass sie sich in ihrer Entwicklung, also wenn man jetzt von einem Start im Jugendalter ausgeht, nicht richtig in die Erwachsenenrolle hineinfinden, was zum Beispiel Beruf angeht, Intimpartnerschaft etc. Verantwortungsvoll wollen sie konsumieren und zeigen, dass das eben auch geht. Im Cannabis-Club in Kleve sind sie froh, sich künftig auf dem Boden des Gesetzes zu bewegen und nicht mehr verstecken zu müssen. Darüber wollen wir reden mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag, Frau Jelinek. Cannabiskonsum ist sehr gefährlich, haben Sie heute gesagt. Warum wollen Sie Cannabis trotzdem teilweise legalisieren? Wir müssen leider einräumen, dass die derzeitige Cannabis-Drogenpolitik gescheitert ist. Wir haben steigenden Konsum,
auch bei jungen Menschen, bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben einen großen Schwarzmarkt, der weiter wächst. Wir haben unreine Stoffe, Verunreinigungen, toxische Konzentrationen und wir haben eine große Kriminalität. Mittlerweile ist es so, dass die Hälfte der Drogenkriminalität auf Cannabis fällt. So konnte es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir den Konsum für diejenigen, die konsumieren wollen, Erwachsene, dass wir den sicherer machen, ohne dass er ausgedehnt wird. Und wir brauchen einen besseren Schutz von Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen. Und wir müssen warnen vor dem Konsum, der nicht wirklich ungefährlich ist. Es gibt trotzdem erhebliche Zweifel, dass der Schwarzmarkt so zurückzudrängen ist, weil man Cannabis in kleinen Mengen zwar künftig besitzen darf, aber noch nicht legal kaufen kann. Dafür muss man einem Verein beitreten. Warum sollen Menschen das machen? Was soll sie hindern, weiterhin zum Drogendealer zu gehen? Zunächst, die Ware beim Drogendealer ist ja oft verunreinigt, hat toxische Dosierungen. Das macht niemand gerne, wenn er eine Alternative hat. Wir wissen aus internationalen Erfahrungen, wenn es ein legales Angebot gibt mit Qualitätsstandards, ohne Beimengungen, dann ist das den Menschen natürlich gerade den Gelegenheitskonsumenten lieber. Und die Mitgliedschaft in so einem Verein, die ist total unbürokratisch. Wenn man sich dort ausweist, ist 18 Jahre alt, kann man dort gelegentlich Cannabis kaufen für die Vereinsmitgliedschaft. Das wird zum Selbstkostendeckungspreis wie in einer Genossenschaft angeboten. Das ist schon eine starke Konkurrenz zum Schwarzmarkt, den werden wir damit zurückdrängen können. Ich glaube, der größte Teil des Cannabiskonsums wird über diese Genossenschaften, über diese Vereine in Zukunft angeboten werden. Das sehen aber die Befürworter der Legalisierung zum Teil doch ganz anders. Die sagen, diese Cannabis-Social-Clubs sind Bollwerke der Bürokratie. Es gibt festgelegte Mengen, wie viel angebaut und abgegeben werden darf. Man darf nicht dort konsumieren und auch nicht im Umfeld von 200 Metern, sagen wir, einer Kita oder einer Fußgängerzone. Und es ist ungeklärt, wer das eigentlich alles kontrollieren soll. Schon jetzt klagen Justiz und Politik, dass es vermutlich für sie mehr Arbeit gibt als weniger. Wissen Sie, es ist oft ein Zeichen eines guten Gesetzes, dass es von zwei Seiten angegriffen wird. Wir haben hier auf der einen Seite diejenigen, die eine komplette Liberalisierung haben wollen, die dann hingehen wollen und sagen, das muss frei verkäuflich sein oder ohne Obergrenzen. Das ist uns einfach zu gefährlich. Wir wollen den Kinder- und Jugendschutz in den Vordergrund stellen und ein bisschen Bürokratie ist hier notwendig, um tatsächlich sicherzustellen, dass das Ganze nicht ausufert, dass nicht mehr konsumiert wird. Auf der anderen Seite ist es aber nach wie vor unbürokratisch, denn diese Vereinsmitgliedschaft, das ist ja kein großer Deal, wenn man so will. Da wird man Mitglied, man zeigt den Personalausweis, es gibt keine besonderen Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Diese Vereine werden sich schnell ausbilden, das sehen wir jetzt schon, das Interesse ist groß. Ich glaube, das ist der Mittelweg, wenig Bürokratie, aber die nur zum Gesundheitsschutz, aber leicht verfügbar, Qualität, die nicht mit dem Schwarzmarkt vergleichbar ist, weil wir haben hier eine Qualität ohne Beimengungen und eine Obergrenze, 50 Gramm pro Monat muss man haben, sonst würden wir den Schwarzmarkt noch beliefern zum Schluss. Trotzdem, Sie haben recht, Kritik kommt von allen Seiten, zum Beispiel auch von der Gewerkschaft der Polizei. Die fragen sich, wie das eigentlich kontrolliert werden soll. Wird die Polizei demnächst mit Zollstock nachmessen, ob die 200 Meter eingehalten sind und mit Briefwaage die Menge an Cannabis nachwiegen? Jetzt wird ja auch gewogen. Also derzeit werden ja auch Delikte unter 6 Gramm beispielsweise oder unter 10 Gramm, die werden nicht weiter verfolgt. Das heißt, dass gewogen wird, ist nichts Außergewöhnliches. Und ich glaube, dass hier auch sich sehr schnell eine Praxis einbürgern wird, dass man sehen kann, ist das hier ein Verstoß oder nicht. Darüber hinaus, diese 200 Meter, das ist etwas, was wir benötigen. Es kann nicht sein, dass im Umfeld von Kitas, Schulen und auch von Jugendstätten oder gar diesen Abbauvereinen geraucht werden kann oder konsumiert werden kann. Wenn wir den Kinder- und Jugendschutz ernst nehmen, dann geht es nicht ganz ohne Bürokratie, aber es ist ein Minimum an Bürokratie. Sagt der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu einem Gesetzesentwurf mit Risiken und Nebenwirkungen. Vielen Dank für das Gespräch nach Berlin. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir aus Termingründen am Nachmittag aufgezeichnet. Und wenn Sie wissen wollen, welche Wirkstoffe genau in den Cannabispflanzen stecken und wie sie auf unseren Körper wirken, können Sie das auf ZDF heute erfahren, in 3D und interaktiv. Der Cannabis-Gesetzentwurf hat es also noch durchs Kabinett geschafft.
das heute zum ersten Mal nach den Ferien mit frischem Elan und guten Vorsätzen zusammenkommen wollte. Vor genau 3 Tagen hatte der Kanzler noch im ZDF gesagt, er habe den Eindruck, dass viele in seiner Regierung sich über den Sommer vorgenommen hätten, den Ton in der Koalition zu ändern. Dieser Neustart ist gründlich schiefgegangen. Die grüne Familienministerin verweigerte nämlich heute im Kabinett ihre Zustimmung zu einem Steuersenkungsgesetz von FDP-Finanzminister Lindner. Lisa Paus fordert mehr Geld fürs grüne Kernprojekt der Kindergrundsicherung. Und schon keifen sich Gelbe und Grüne wieder an. Alle guten Vorsätze vergessen. Diana Zimmermann berichtet aus Berlin. Sommer, Zeit runterzukommen, um danach alles mit frischem Schwung angehen zu können. So war es auch für das Kabinett geplant, das sich heute seit der Sommerpause zum ersten Mal wieder zusammenfand. 9 Gesetze auf der Tagesordnung, fast konnte man an einen echten Neustart glauben. Stattdessen ein verkrampft lächelnder Finanzminister. In letzter Sekunde hatte Familienministerin Paus sein Wachstumschancengesetz, das Unternehmen um 6 Milliarden Euro entlasten soll, blockiert. Ihr Ansatz, wer Geld für Steuererleichterungen habe, müsse auch welches haben für die Kindergrundsicherung. Ihr Herzensprojekt, dem Lindner bislang die geforderten Milliarden verweigert. Die FDP spricht von Geiselhaft. Ich erwarte da wirklich Bewegung bei Frau Paus, denn es kann ja nicht angehen, dass man sagt, man will keine Stärkung der Wirtschaft in Deutschland, weil man sich um soziale Projekte kümmern will. Das Gegenteil ist ja richtig. Wir brauchen eine starke Wirtschaft, um den Sozialstaat zu finanzieren. Diesen Zusammenhang muss Frau Paus auch als Familienministerin verstehen. Unterstützung bekommt Lisa Paus von Umweltministerin Lemke, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und aus ihrer Fraktion. Jetzt sofort Erpressung vorzuwerfen, finde ich falsch. Ich finde es richtiger zu sagen, dass wir große gesellschaftlich wichtige Themen, sowohl Wirtschaft als auch andere Aspekte wie Kinderarmut, wie aber auch demokratischen Zusammenhalt und andere Aspekte gut gewichten und abwägen müssen. Weder Lindner noch Paus wollen uns heute ein Interview geben. Vor den Toren des Kanzleramts der Seufzer einer Kollegin. Ich glaube, dass es für alle Beteiligten gut ist, wenn wir Abläufe haben, die etwas stabiler sind und vorausschaubarer. Die ursprünglich geplante Pressekonferenz des Finanzministers wird abgesagt. Etwas später findet die Regierungs-PK statt, wo die Sprecherin alle 9 auf den Weg gebrachten Gesetze vorträgt, den Schaden für das Image der Regierung aber nicht erkennen will. Es geht hier um eine Verschiebung, um wenige Tage oder Wochen und nicht um ein Scheitern. Nichts wird hier scheitern, sondern diese Gesetze werden kommen. Das ist wirklich die gemeinsame Überzeugung der Bundesregierung. Katastrophal nennt die Opposition diesen Ansatz. Wir sind das einzige Land weit und breit, das im Moment kein Wirtschaftswachstum mehr hat. Wir müssen jetzt dringend aufholen und die Investitionssituation für Unternehmen verbessern. Wir dürfen da keine Woche mehr tatenlos verstreichen lassen. Und deswegen ist das Scheitern dieses Gesetzes jetzt so fatal. Ende August auf Schloss Meseberg soll auf Vorschlag des Kanzlers und des Vizekanzlers das Wachstumschancengesetz bei einer Kabinettsklausur beschlossen werden. Auch die Kindergrundsicherung soll dann entschieden sein. Da müssen wir noch mal in Berlin nachfragen bei unserer Hauptstadtkorrespondentin Shakuntala Banerjee. Guten Abend. Der Ampelfrieden hat ja nicht lange gehalten. Sind Grüne und FDP mittlerweile so verfeindet, dass ihnen die Außenwirkung dieses Streits auf uns Bürger völlig egal ist? Es kann Ihnen eigentlich nicht völlig egal sein, wie sie nach außen ankommt, denn Sie sitzen gemeinsam in einer Regierung, die aktuell bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht in besonders hohem Ansehen steht und zum Teil wirklich sehr schlechte Noten bekommt. Im Politbarometer Extra sagen 73%, Olaf Scholz setze sich bei wichtigen politischen Fragen eher nicht durch. 74% bewerten das Verhältnis zwischen den Ampelpartnern als schlecht. Und die Zufriedenheit mit der Ampel, die ist auch auf einem Tiefstwert. Also das muss der Bundesregierung Sorgen bereiten, vor allem in Zeiten, in denen andere Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in den Staat sinkt. Und tatsächlich beschwört die Ampel ja auch immer wieder die gute Zusammenarbeit. Aber sie schafft es eben nicht, Streit hinter den Kulissen beizulegen, so wie sie sich vorgenommen hat, sondern es gerät dann eben doch immer wieder an die Öffentlichkeit. Und der Kanzler greift nicht durch. Das zahlt eher auf die schlechten Ansichten der Bevölkerung ein in den Umfragen, als das Gegenteil zu bewirken. Und dann entzündet sich dieser Streit ja ausgerechnet auch noch an dem Gesetz, das die Wirtschaft, die ächzt, schnell entlasten sollte. Was ist denn noch übrig vom gepriesenen Deutschlandtempo, das der Kanzler beschwört?
Ja, fairerweise muss man sagen, dass die Bundesregierung heute einiges auf den Weg gebracht hat, was sie bis zum Ende des Jahres noch durchsetzen möchte. Und auch das Wachstumschancengesetz, das sogenannte, wird jetzt nicht an einer Verschiebung von 2 Wochen scheitern, sofern sich die Ampel denn dann geeinigt hat. Denn der Bundestag, der tagt zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder am 4. September. Da geht die Sitzungswoche los. Und bis dahin will man sich eben geeinigt haben. Aber auch hier kommt es eben auch auf die Außenwirkung an. Und da bleibt eben der Eindruck stehen, dass nicht immer das Tempo die oberste Priorität hat. Wenn es um die Frage geht, Tempo oder Grundsatzfragen, wird oft gestritten. Und heute hat sich die Ampel wieder einmal nicht fürs Tempo entschieden. Danke, Shakuntala, nach Berlin. Und es gab noch eine Überraschung in der heutigen Kabinettssitzung. Und damit beginnen die Nachrichten mit dir, Gundula. Das Kabinett hat auch das Haushaltsfinanzierungsgesetz gebilligt. Das sieht verschiedene Einsparungen vor, um die Schuldenbremse im kommenden Jahr einzuhalten. Überraschend ist, dass kurzfristig aus dem Entwurf die NATO-Quote für Verteidigungsausgaben gestrichen wurde. Somit will sich die Bundesregierung, anders als kürzlich noch von Kanzler Scholz zugesichert, also auch weiterhin nicht gesetzlich verpflichten, jährlich mindestens 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Beschlossen hat das Bundeskabinett das Solarpaket, um mehr Tempo beim Solarausbau zu erreichen. Hauptansatz der Abbau der überbordenden Bürokratie für Privatleute und gewerbliche Betreiber. Ziel ist, bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von heute 46 auf 80% zu steigern. Dazu sollen unter anderem Meldepflichten vereinfacht werden. Außerdem soll gegen Kritik des Bauernverbandes die doppelte Nutzung landwirtschaftlicher Flächen möglich sein. Weiteres Ziel: eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045. Dazu hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur kommunalen Wärmeplanung beschlossen. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern haben demnach bis Mitte 2026 Zeit für ihre Pläne zum klimafreundlichen Heizen. Dann soll feststehen, wo Fernwärme möglich ist, wo Nahwärme, etwa über Biomasse, oder wo ein Wasserstoffnetz aufgebaut werden soll. Auch der langjährige Fraktionschef der Linken, Bartsch, gibt sein Amt auf. Er werde bei der Vorstandswahl am 4. September nicht mehr kandidieren, teilte der 65-Jährige mit. Die Entscheidung falle ihm nicht leicht und habe für ihn schon sehr, sehr lange festgestanden. Im Richtungsstreit um die linken Abgeordnete Wagenknecht hatte vor 1,5 Wochen bereits die CRO-Fraktionsvorsitzende Mohammed Ali ihren Rückzug angekündigt. In Nigerias Hauptstadt Abuja hat Entwicklungsministerin Schulze Vertreter der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS getroffen. Thema ist die angespannte Lage im Nachbarland Niger nach dem Militärputsch. Schulze würdigte die gemeinsamen Bemühungen der Sahelregion für eine friedliche Lösung des Konflikts und eine Rückkehr zur Demokratie. Sie sagte deutsche Unterstützung zu. Trotz russischer Drohungen hat ein deutsches Containerschiff den Hafen von Odessa verlassen und das Schwarze Meer durchquert. Erstmals seit dem Ende des Getreideabkommens mit Russland. Der Frachter, inzwischen in rumänischen Gewässern sicher angekommen, saß seit Kriegsbeginn in der Ukraine fest. Unterdessen hat Russland in der Ukraine erneut für den Getreideexport strategisch wichtige Donauhäfen angegriffen. Hauptziele waren Terminals und Getreidesilos. Die ukrainische Luftabwehr fing 13 russische Drohnen ab. Es ist so ziemlich der schrecklichste Job, den das Auswärtige Amt im Augenblick zu vergeben hat. Deutscher Botschafter in Moskau. In einer Zeit, in der es keine Gesprächsfäden mehr gibt, sondern nur noch Vorwürfe. Und das Deutschlandbild in Moskau schlechter nicht sein könnte. Die Bundesregierung eine amerikanische Marionette, die die angeblichen Nazis in der Ukraine mit deutschen Panzern unterstützt. Alexander Graf Lambsdorff hat das Jobangebot trotzdem angenommen. Heute hat er im Moskauer Außenministerium sein Beglaubigungsschreiben abgegeben. Andreas Künast über eine eigentlich unmögliche Aufgabe.
Sein Beglaubigungsschreiben hat Alexander Graf Lambsdorff noch in der Hand, als er am Mittag aus dem Büro des russischen Protokollchefs kommt. Seit er eine Kopie davon übergeben hat, seit ein paar Minuten, ist er der 8. deutsche Botschafter in der Russischen Föderation und der erste, der mit offener Feindschaft, manche sagen mit Hass, empfangen wird. Das russische Außenministerium betont nach dem Gespräch den konfrontativen und unfreundlichen Charakter der deutschen Politik, die die Zusammenarbeit zerstören wolle und geleitet sei von unvernünftiger Russophobie. Wir machen das jetzt so. Der Bundestagsabgeordnete Lambsdorff war bekannt für häufige und heftige Reaktionen. Der Botschafter Lambsdorff reagiert gar nicht. Nur ein paar harmlose Freundlichkeiten und nur für die sozialen Medien. Alexander Graf Lambsdorff ist jetzt Diplomat und reagiert schon seit Wochen diplomatisch. Wir haben unterschiedliche Ansichten zur Lage in der Ukraine, die könnten gar nicht unterschiedlicher sein. Da werden wir uns gegenseitig versichern, was die Position unserer jeweiligen Regierung ist. Aber das Entscheidende ist, wenn man nicht da ist, dann kriegt man auch nicht mit, wenn sich was ändert. Als Lambsdorff im vergangenen Monat sein Bundestagsbüro ausräumt, ist sein innerer Kampf gerade vorbei. Moskau, ausgerechnet. Er hatte Bedenkzeit erbeten. Er war durch seine Vorgänger gewarnt. Sie haben als Botschafter in einem solchen Land, in einer so angespannten Situation davon auszugehen, dass Sie 7/24, wie man sagt, 7 Tage die Woche, 24 Stunden unter Wind sind, beobachtet werden, abgehört werden. Das muss Ihre Grundhaltung prägen. Lambsdorffs Eltern hat diese Haltung geprägt. Sie waren in den 80er Jahren an der Botschaft der Bundesrepublik in Moskau tätig. Vater Hagen Graf Lambsdorff leitete die Kulturabteilung und brachte seinem Sohn bei: Man sollte beispielsweise einen Streit unter Partnern nicht zu laut führen, denn der wird natürlich mitgeholt. Gehört. Wichtiges bespricht man besser auf einem Waldspaziergang. Deutsche Fahnen mit Hakenkreuz als Siegestrophäen auf dem Roten Platz, die sowjetische Fahne über dem Reichstag, der Nürnberger Prozess. Diese Fototafeln hat vermutlich Russlands Verteidigungsministerium vor der deutschen Botschaft aufbauen lassen. Einer Botschaft, die einmal die größte deutsche Auslandsvertretung war, aber nach zahlreichen gegenseitigen Diplomatenausweisungen unter enormer Personalnot leidet. Das beeinträchtigt die Möglichkeit, in den Feldern rechts und links der großen Politik Analyse zu leisten, miteinander im Gespräch zu bleiben. Lambsdorff ist kein Russlandversteher. Er versteht die Gegner von Waffenlieferungen nicht. Er hat die Friedensbewegung kritisiert. Lambsdorff ausgerechnet. Ich zähle auf die professionellen Kontakte dort zu den Vertretern der russischen Regierung. Diplomatische Beziehungen sind ja sozusagen das Rückgrat von allem anderen. Und ich zähle einfach darauf, dass dieser professionelle Kontakt auch weiterhin möglich ist. Die russische Regierung hat Lambsdorff nicht gerade freundlich empfangen, die deutsche Botschaft nicht gerade feierlich. Der wichtigste Posten, den das Auswärtige Amt zu besetzen hat, ist vergeben. Und wir machen hier weiter mit Nachrichten, zunächst aus der Wirtschaft und mit Gundula. Die Bedrohung deutscher Unternehmen und Behörden durch kriminelle Cyberangriffe bleibt hoch. Das Bundeskriminalamt registrierte im vergangenen Jahr Zehntausende Fälle und Milliarden Schäden. Frank Bethmann an der Börse. Und das soll nur die Spitze des Eisbergs sein. Ja, die Ermittler gehen davon aus, dass nur jeder 10. Fall überhaupt bekannt wird. Also die Dunkelziffer liegt weit höher als die über 130.000 Fälle, die im vergangenen Jahr registriert wurden. Viele Cyberangriffe richten sich gegen Unternehmen. Ihnen entstand 2022 ein Schaden in Höhe von über 200 Milliarden Euro. Aber da eben längst nicht alle Attacken bekannt werden, dürften die tatsächlichen Schäden noch deutlich höher sein. Firmen müssen also in IT-Sicherheit investieren. Wie weit ist das in der Wirtschaft angekommen? Ja, die Sensibilität ist da, aber noch längst nicht allen Firmen ist klar, was das bedeutet, nämlich intensive Schulung der Mitarbeiter, wo lauern die Gefahren und vor allem müssen die IT-Ausgaben für Sicherheitssysteme vielerorts deutlich hochgefahren werden. Wie ernst die Bedrohung in den meisten Unternehmen inzwischen wahrgenommen wird, zeigt eine aktuelle Umfrage des Branchenverbandes Bitkom. Demnach rechnen in den kommenden 12 Monaten 63% der befragten Firmen damit, dass sie Opfer von Cyberangriffen
angegriffen werden. Noch erschreckender, von diesen Unternehmen sagen 57%, sie erwarten Schwierigkeiten bei der Abwehr dieser Angriffe. Der Appell von Bundeskriminalamt und Bitkom an die Unternehmen heute daher eindeutig, es sei höchste Zeit aufzuwachen. Vielen Dank an Frank Bethmann. Gerne. Wieder sind schwere Gewitter quer über Deutschland gezogen. Für die Abendstunden warnt der Deutsche Wetterdienst noch vor heftigen Gewittern in Teilen von Hessen und Baden-Württemberg. Viele Regionen in Rheinland-Pfalz oder Bayern wurden bereits von heftigen Regenfällen, Gewittern und Sturmböen getroffen. Starkregen führte zu überfluteten Straßen, weil die Kanäle die Wassermassen nicht fassen konnten. Die Feuerwehren waren vielerorts im Einsatz. Die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch lauten ohne Gewähr: 4, 5, 14, 19, 26, 41, Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Zur Fußball-WM der Frauen, das Finale. Am Sonntag werden Spanien und England bestreiten, zu sehen im ZDF ab 12 Uhr. Im Halbfinale bezwangen die Europameisterinnen aus England Australien. Ein bitteres Aus für die Co-Gastgeberinnen. Australiens Fans aus allen Finalträumen gerissen. Zu stark, zu abgeklärt die Europameisterinnen aus England. Den ersten Dämpfer verpassen sie den WM-Gastgeberinnen in der 36. Minute. Ella Tune unwiderstehlich. Nach dem Wechsel lässt Sam Kerr die australischen Fans noch mal hoffen. Erstmals nach Verletzung in der Startelf begeistert der Superstar der Matildas mit dieser Einzelleistung zum 1:1. 8 Minuten lang scheint nun alles möglich. Doch dann bestraft Lauren Hemp das zu zögerliche Eingreifen von Ellie Carpenter. England wieder vorn. Für den Endstand zum 3:1 sorgt in der 86. Minute Alessia Russo. Die Europameisterinnen nach ihrer besten Turnierleistung im Endspiel. Und das war's von uns. Im Auslandsjournal direkt nach uns berichten wir über die Spurensuche nach den Ursachen für das Inferno auf der Hawaii-Insel Maui und die Verzweiflung der Überlebenden. Und wir sagen, wenn Sie mögen, bis morgen. Einen schönen Abend und tschüss. Einen wunderschönen guten Abend zum Wetter. In Deutschland ist es im Moment schwül wie selten. Das bringt uns hohe Luftfeuchte und die liefert die Energie für diese vielen schweren Gewitter zurzeit. Der Schwerpunkt lag heute zunächst in Baden-Württemberg. Da hat eine Zelle bei Villingen-Schwenningen über 50 Liter Regen pro Quadratmeter in nur einer Stunde gebracht. Dann verschob sich der Fokus aber auf diesen Gewitterkomplex hier, der aus Frankreich jetzt über das Saarland und Rheinland-Pfalz hinweggezogen ist. Wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, in der letzten Stunde hat es vor allem im Rhein-Main-Gebiet gekracht. Der Frankfurter Flughafen maß in nur 10 Minuten 15 Liter pro Quadratmeter. Also wir sehen schon, die höchste Gefahr geht von Starkregen und Überflutungen aus. Aber auch schwere Sturmböen und Hagel können da noch dabei sein, wenn es in den nächsten Stunden dann weiter Richtung Mittel- und Nordhessen und Richtung östliches Nordrhein-Westfalen geht. Heute Nacht kommt das Ganze dann bis morgen früh noch Richtung Sachsen-Anhalt und südliche Niedersachsen voran. Verfolgen Sie bitte die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Morgen Vormittag verschiebt sich der Komplex dann Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Anfangs ist noch Starkregen möglich. Im Süden beginnt der Tag mit viel Sonne. Nachmittags bilden sich dann aber hier noch mal lokal Unwetter. Im Nordosten beruhigt sich allerdings die Lage. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 19 bis 11 Grad. Ganz im Norden, im Nordwesten ja die weniger warme und trockenere Luftmasse im Moment auch. Da erreichen wir morgen 20 bis 23 Grad. Im Süden gibt es aber eine hohe Wärmebelastung bei 27 bis 31 Grad. Und das steigert sich zum Wochenende noch. Den Süden erwartet eine enorme Hitzewelle bei Temperaturen bis zu 35 Grad. Die Gewitter werden aber weniger. Und damit auf Wiedersehen.